Koala Monitoring. Känguru-Kadaver hat ein bisschen ausgucken. Das ist das Klo. Was ist das hier? Das ist die Route. Green Valley Farm. Ey, das ist sehr skurril hier. Das ist ja witzig. Ist das eine dumme Idee? Boah. Was machst du? Wenn ich erzählen soll, dann erzähle ich. Mahlzeit, willkommen beim Radio Magazin in einem neuen Video unsererseits. Wir sind in Australien, Queensland, Gold Coast, Surfers Paradise und das Ganze verlassen wir jetzt und wir fahren jetzt 5,5 Stunden Auto zu unserem nächsten Stopp. Wir fahren auf eine kleine Farm mit einer Achterbahn, die haben einen Rollercoaster und das geht quasi auf dem Weg. Es ist eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Umweg, aber ja, ab in den Süden. Wir nehmen euch mit. Wir verlassen leider dieses wunderbare Fleckchen Erde und unser sehr schönes Hotel. The Island habt ihr schon in den letzten Videos gesehen. Jetzt hört es einfach auf. Ist egal, wenn der jetzt tot ist. Nee, es geht wieder los. So. Wir sind jetzt gerade unterwegs und wir sind hier auf der Autobahn und haben gerade so einen klapprigen Schulbus gesehen. Das war so ein Kleinbus und ich so, oh, das ist hier der Schulbus. Und dann fahren wir dran vorbei und Bro so, oh, da ist ein Hund drin. Und dann stand an der Seite drauf, Doggy Daycare School Bus. Also das ist quasi die Hundesitterin, die dann mit diesem Ding abholt und mit denen trainiert. Ja, wahrscheinlich auch den ganzen Tag auf die aufpasst, wenn die Leute arbeiten sind, oder? Also, deswegen sage ich auch Hundesitterin. Ja, ja. Du hast aber gerade nur behauptet, die würde die abholen zum Trainieren. Deswegen. Yes, wir sind also um 4:30 aufgestanden heute Morgen, haben dann in unserem Hotel ausgecheckt und jetzt sind wir on the road. Und haben nur noch 4,5 Stunden vor uns und sind erst 1 Stunde unterwegs. Aber gut. Wir fahren jetzt über Wasser. Wir fahren über Wasser. Da hinten ist Wasser. Ja, hier links jetzt auch. Links ist auch Wasser. Da ist Brücke. Doch, das sieht man da. Ein bisschen. Water. Und das Land ist halt einfach sehr groß. Und die Stopps sind weit voneinander entfernt. Und deswegen ist das halt einfach so. Und wir fahren hier unseren Stiefel, 110, 115 auf der Autobahn. Und es ist alles ganz entspannt bis jetzt. 20 Grad nur, ziemlich kühl heute. Aber es ist ja auch noch früh. Warte mal, inzwischen 7 Uhr. Wir haben die Zeitzone gewechselt. Ach, haben wir schon? Ja, offensichtlich. Wie erfreulich. Ja, wir fahren erst 1 Stunde. Wir sind um 5 los und es ist 7. Ja, das stimmt. Das geht nicht. Ja, wir haben die Zeitzone gewechselt. Es ist schon soweit. Krass, ja, das ging jetzt schnell. Ich dachte, das kommt erst später. Aber gut. Wir haben die Zeitzone gewechselt. Das wird auch noch öfter passieren wahrscheinlich. Das Land ist halt, wie gesagt, sehr groß. Und da kommt das halt dann auch mal vor. Wir sind in Queensland gestartet und sind jetzt in New South Wales. Das ist der Bundesstaat quasi, in dem wir uns jetzt befinden. Und dann, ja, also super schön grün hier alles. Mal gucken, was uns noch so alles begegnet hier. Koala Monitoring. Koala Monitoring. Ja, man soll hier, also es sind ein paar Schilder gewesen, man soll berichten, wenn man Koalas gesichtet hat. Wahrscheinlich in der Nähe der Straße. Hier sind auch überall wieder diese Koala-Zäune, wo die halt nicht drüber können oder drüber können sollten. Und ja, und dann gibt es da eine Telefonnummer zu und dann kann man Bescheid sagen, wenn man einen Koala gesehen hat, damit die dann safen können und die nicht nachher von dem Auto mitgenommen werden. Ja. Ganz klar. Ja, man macht eine Bike Lane auch auf der Autobahn. Das ist
normal. Es wird in Deutschland auch noch kommen. Und dann wird eine Spur in Deutschland auf der Autobahn gesperrt für Fahrräder. Wie bei Fahrradstraßen, wo nie ein Fahrrad ist. Aber Hauptsache wir haben eine Straßenspur weggenommen. Rock ready, go back. Pipi-Rast gemacht auf einem kleinen Rastplatz. Ja, wie überall auf der Welt. Edelstahl, Schüssel, schmutzig. Kaka drinne. Ah, das hatte ich nicht. Kakadu. Wir sind jetzt vom Motorway runtergefahren, M1, und auf eine B. Jetzt weiß ich nicht, was eine B hier ist. In 28 Kilometern kommt ein Kreisverkehr. Zwischendurch war es auf jeden Fall ziemlich lost alles, aber hier ist es schon wieder ein bisschen belebter. Also für den Eindruck, den man jetzt gerade die ganze Zeit unterwegs hat. Ne? Genau, und hier sind Kühe, Känguru-Kadaver hat man gesehen, Koalas sind wir uns nicht sicher. Aber wirklich, also die Fahrradwege auf der Autobahn. Und wenn eine Auffahrt kommt, ist ja, biegt vorsichtig ab. Ne? Und bei Brücken, da ist dann der Fahrradweg einfach nur so ein schmaler Pipi-Streifen. Dann ist das für Autofahrer ein Schild so, ja, pass auf, das sind Fahrradfahrer. Ne? Aber wir haben jetzt echt 3 Stunden lang keinen gesehen. Oder wie lange sind wir gefahren? 2,5. Ich kann das nicht mehr einschätzen. Ich weiß es auch nicht. 3,13 haben wir noch auf der Uhr von 5,5. Also 2,15. Ja. Ah ja, aber 3,5 sind wir schon unterwegs. Jetzt mit der Zeitverlust, die ganzen Kirchen hier. Was weiß ich. Wir haben das so geplant irgendwann mal, dass das funktioniert mit der Zeit zum Fahren und Machen und Tun. Der Rest ist jetzt auch egal. Wir machen jetzt einfach nur. Wir funktionieren nur. Da nehmen wir auch die Energie her. Wir funktionieren einfach nur und haben Brezeln. Kaufland, Deutschland. So ein Depp, weißt du, ich mache mich über Sachen lustig, die erstmal kurios erscheinen, um eines Besseren belehrt zu werden. Wir haben jetzt 3 Kreisverkehre nacheinander passiert. Der nächste kommt in 157 Kilometer. Wir bleiben jetzt 157 Kilometer auf einer normalen Straße, die gerade vorbeiführt an vielen irgendwie sehr süßen Wohnhäusern. Ja. Autobahnnetz ist also, wo wir jetzt hinfahren, nicht so ausgebaut, würde ich gerade mal behaupten. Richtig crazy Strecke, die wir gerade zurücklegen. Wir müssen halt mal hinten dran Getränke sortieren, vorne auffüllen. Machen also einen kleinen Stopp. Und hier ist eine kleine Rest Area. Das sind Kühe, die haben die Drehne voll durch. So, was ist denn das? Ist das im Ausguck oder ist das Klo? Was ist das hier? Das sind Toiletten. Das ist irgendwas zum Spülen oder was? Der Fluss da richtig geil. Irgendwie witzig, oder?
eine Stunde vor unserem Ziel entfernt. Der Tank ist halb geleert. Da wir nicht wissen, was passiert, was kommt und so, nehmen wir einfach die nächste Tankstelle mit. Wir sind aber jetzt auch 2 Stunden ohne irgendwelche Ortschaften gefahren. Wo dieser kleine Parkplatz war, wo kurz war, dahinter war kurz noch so ein Mini-Tank-Stop. Und ja, bevor jetzt gleich wieder gar nichts ist oder weiß ich nicht was, hauen wir nochmal die Kiste voll und fahren jetzt noch eine Stunde dann weiter zu unserem Ziel. Hier ist ein kleines Örtchen, RV-friendly, also Wohnwagen sind hier willkommen. Die haben hier von morgens 6 bis abends um 10 auf. Das ist eine Schule gegenüber, eine Kirche, eine Schule. Daneben auch voll das geile Gebäude. In sowas sehe ich mich zum Wohnen, ey. Voll geil. Ich glaube, da war jemand zu hoch. Sieht ein bisschen aus wie Thematisierung. Übrigens, das Ziel, was wir jetzt ansteuern, wie gesagt, wir fahren ja jetzt weiter runter. Viele machen irgendwie von der Gold Coast nach Sydney oder irgendwie da um die Ecke irgendwelche Inlandsflüge. Wir wollten komplett Roadtrip machen, wir wollten ein bisschen was sehen. Wir haben jetzt schon super viel gesehen, auch richtig nice. Ist absoluter Quatsch, den wir jetzt gleich machen, ist aber mehr oder weniger mit dem kleinen Schlenker auf dem Weg Richtung Sydney. Und deswegen haben wir das mit eingeplant. Also klar, es ist ein Umweg, aber wir haben schon Bock. Ich habe es bei der Balkan-Tour öfter gesagt, das ist die Route. Ich mache das nicht. Also, geil. Das ist übrigens zweispurig. Too lady. Nur, wie viele Kilometer waren es? 10 Kilometer Sand. Voll geil, ich lieb's. Wir wissen nicht ganz, wie man jetzt Grid direkt übersetzen soll, aber ihr kennt es ja vielleicht aus Tierparks oder so, Wildparks, diese Gitter, damit Huftiere da nicht rauslaufen aus dem Bereich, wo sie sein sollen. Es war jetzt gerade hier auf der Straße. Ich weiß nicht, ob jetzt von hier nicht nach da oder von da nicht nach hier. Und es war ja auch eben ein Schild, was vor der nicht befestigten Straße gewarnt hat. Gravel Road. Und irgendwann ein Schild Gravel Road und das war dann unser Sandweg. Auch links und rechts hier gerade schon ein bisschen rote Erde. Das ist ja der rote Kontinent. Also das ist auch Stil. Wir sind 12 Minuten entfernt. 11 Kilometer bleiben wir auf der Straße, 2 Kilometer danach noch und dann sind wir da.
Trips, lad alles. Hallo! Ach was. 9 oder so, 8. Summers. 8. All over 15. Includes Water Slide and Minigolf. Wow! So, wir sind da. Green Valley Farm. Und ich glaube, die Landschaft jetzt war wieder Beweis genug oder Argumentation genug, warum wir solche Parks machen, solche Touren machen. Aber das, was hier steht, das wird auch noch mal sehr strange jetzt. Habe ich richtig Bock drauf. Denn das ist hier, es sieht alles selbst gebaut aus, aber der Rollercoaster hier, das ist eine Firma, die die Dinger baut. Da gibt es noch einen von. Aber auch alles andere ist ziemlich weird. Ey, das ist sehr skurril hier. Der Eingang ist erstmal ein riesiges Museum, wo, ja, wie soll man das, alles drin ist, ne? Nennt man man nennt es dann einfach Kuriositätenmuseum, wenn man einfach alles da drin hat. Es ist halt so ein bisschen Local-Kram, aber es ist alles mögliche. Hier ist Porzellan, ausgestopfte Tiere. Aber auch so, guck mal, so siamesische. Ach so, Und so eine Freakshow. gebildete Kuh Ja. und hier so ein zweiköpfiges Lamm. Ah, krass. Ja, krass. Wir sind drin, Leute. Ist das geil, ey. $15 pro Person haben wir jetzt bezahlt. Ach du heiliger Schutz. Ich glaube nicht, dass das über 10 ist, das Kind. So, das Uschi muss erstmal schnell aufs Klo. Ich warte hier auf dich. Was? Da ist eine Gans. Ja. Geil ist auch einfach hier eine Rollenrutsche. Das ist crazy, ey. Das ist richtig crazy. Was man schon im Hintergrund hört, ist die Achterbahn. Aber hier gibt es keine Kiste, kein Teppich für die Rollen. Rutscht man die so runter? Auch geil als Kind. Du hast ja richtige Boote zum Spielen, so ausrangierte. Ach, das kippt auch. Ach, guck dir das an. Das ist ja witzig. Das ist ja verrückt. Also es ist nicht nur eine Gans, es sind 3 Gans. Das ist ja geil, das Boot, ey. Ach, das kann das auch noch nach vorne und nach hinten. Und nicht nur wobbeln. Laber nicht. Nee, aber wobbeln kann's. Flugzeug, wo man drin spielen kann. Verrückte Welt, ey. Das ist ja geil. Also hier ist auf jeden Fall so ein Roundup. Digga, wir sind in dem Land, wo die sich hier einscheißen und alles auf Sicherheit machen und übertreiben. Und dann gibt's hier so ein Ride. Die kommen aber sehr weit nach oben. Müssen, glaube ich, einmal außen rum. Also hier ist noch eine riesen Wasserrutsche, die man nutzen kann. Und hier ist eine normale Rutsche, die auch ziemlich strange aussieht. Und das hier ist der Single Rail Coaster. Die Kinder werden natürlich gerade nicht fertig mit dem Hochschieben und das waren 5 Sekunden vor uns, sind die gerade hier angerannt.
Ist das eine dumme Idee? Oh Gott. Das ist nicht gerade. Oh Gott. This was a white knuckle ride. Oh, du Herzheim, ich bin voll aus dem Nichts gehoben. Möchtest du auch noch? Nein? Okay. Ey, sowas Verrücktes. Ich hatte Angst. Ich hatte so Angst. Ich bin abgehoben. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, australisches AMC. Boah. Jo, krass. Aber wie die auch alle gelacht haben, die Family hier. So, that man is going on it? Oh my God. Ei. Aber wie schnell und wie lang. Und ich habe echt nicht gedacht, dass man so hochkommt, aber ich bin jetzt auch nicht höher gekommen als die Kids. Ich habe nicht angeschlagen. Lukas, wir müssen noch mal zusammen hier hin. Total Schiss. Das ist einfach verrückt. Uppala. Hey. Ist eine Wippe für vor allem Alone-Menschen? Das ist ja witzig und traurig. Naja. Und ich habe Angst, dass ich jetzt auf den Boden knall. Aber ich komme ja nicht mehr runter. Das ist ja voll sinnlos. Achso, nee. Aber wie kommt man jetzt wieder heil runter? So nicht. Brauchst du Hilfe? Boah, die Beine. Verrückt. Verrückt. Habe ich noch nicht gesehen. Und das in diesem Land ist sowas in diesem Land. Die haben überall, also wirklich, China ist ja schon krass, was so die ganzen Sicherheitsdinger angeht. Aber Australien toppt das und dann stellen die sich sowas hier hin. Hilfe. Aber es ist wahrscheinlich ja keine Achterbahn, sondern ein Spielplatzgerät und schon gibt es keine Regeln. Ach, da ist gerade eben ein Papagei geflogen, aber die können nicht fliegen. Wir haben hier so ein Rondell. Und wenn ich sage die, ach du Heiliger. Ach Leute. Ich glaube, die werden ein bisschen zu oft angegrapscht. Die haben direkt Angst, wenn einer sich nähert. Wellblech ist echt so das Ding für Australien. Ne? Also das ist so popkulturell bei uns irgendwie verankert, glaube ich. Und es ist halt wirklich überall hier. Finde ich ein bisschen lustig. So, da das Minigolf inkludiert ist, machen wir das auch. Das erste australische Minigolf. Es gibt hier keinen Zettel dazu oder irgendwas. Ja, und da wir jetzt eine vierköpfige Familie vor uns haben, gehen wir einfach über die anderen Bahnen. Ja. Machen nur nicht die letzte, da ist irgendwie ein Käfig, aber da kann man den wo auch rausholen. Was ist los? Kann ich das in den Rucksack tun? Ja, klar. Oder ist da noch Platz?
Ach, das ist ja auch fies hier mit dem Stein noch. Und das Loch ist da oben. Da es ja keine Karten gibt zum Aufschreiben, sollen wir, jeder kriegt einen Punkt, der es überhaupt schafft. Weil das ist da nach oben und den ganzen Knös hier auf der Piste. Und das ist alles voll mit dem Zeug hier vom Baum. Das ist halt total blöd. Und ja, wir gucken mal. Da rein und dann. Der hat auch 2 Wege. By the way, 1-0 für Uschi. Ich habe es nicht geschafft, die hat es geschafft. Damit gilt das Hindernis als nicht überwunden. Oh, den verwandelt die Frau noch. Toll. 1, 2, 3, das ist der 4. Yes. Junge. Ein Albino-V. Crazy. 1. Boah, hast du ein Glück gehabt, ey. Ja, das ist ja nicht Driverous, ne? Auf Glück. Glück. Ja, war gewollt so. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist ja auch hier. Das ist Nature. Ja. Ja. Ah, hängen geblieben. Ja, das stimmt. Das war hängen geblieben. Das war jetzt wegen dieser Frechheit. Das ist ja. Die Bahnen sind ganz cool, ne? Ja, die Bahnen sind echt ganz cool. Sind halt leider nicht so gepflegt, aber das sind mal andere Hindernisse und alles. Aber trotzdem so gut spielbar eigentlich, trotz der wenigen Schläge jetzt und das so. Ja, ist auf jeden Fall ein Speed Ground. Du musst mal scheitern, ich darf nicht mehr scheitern. Schade, du versackst. Danke für die coole Aufnahme. Komm, Uschi, mach keinen Scheiß. So. Boah. Warte, ich mach mal wieder. Nein. Oh, hier. Gut, dass mein Gott. Gut, dass der Endanschlag logisch vorbeikommt. Vor allem können wir da noch eine Minigolf spielen. Es gibt nämlich ein Looping. Wobei, das ist eher ein Corkscrew von der Form. Einfach einen Autoreifen aufschneiden habe ich auch noch nicht gesehen. Daraus ein Corkscrew-Looping zu basteln. Gut. Scheinbar gut. Ein Scheunentor. Aber ich schaffe es. Herzlichen Glückwunsch, das ist der Sieg. Ich kann dich nicht mehr einholen, ich kann nur noch höher verlieren. Also ich habe einmal gefällt, Uschi gar nicht und ich könnte jetzt noch mal fällen. Das sage ich euch aber nicht. Hast du eigentlich gesehen, wie man da reinkommt? Man muss doch über diese Kette steigen, Ja! oder? Dann läufst du da drin, dann dreht sich das. So, das war auch schon unser Besuch. Wir waren jetzt, eine gute Stunde waren wir jetzt hier. Und sind das Ding gefahren, haben Minigolf gespielt und haben euch die anderen Sachen gezeigt. Wir müssen aber auch quasi schon wieder weiter. Denn wir fahren jetzt nochmal 5 Stunden zum Hotel. Und die haben auch nicht so lange Check-in. Deswegen müssen wir das auch tun.
kommen wir über die Grenze bestimmt gut. Ha? Alter, hier Bomben, Granaten, dies, das, Ananas. Also es ist schon witzig, das hier mal gesehen zu haben, dieses Museum auf jeden Fall. Und auch der Rest ist... Also es hat sich gelohnt, hier hinzukommen, diesen Umweg zu machen, würde ich sagen. Das auf jeden Fall. Und kurioser Count, kurioses Ding, alles. Und richtig geil mal Landschaft gesehen, die man, glaube ich, sonst vielleicht nicht sieht. Aber das werden wir ja sehen. Wir waren ja jetzt erst nur an der Gold Coast, hier Big City Life. Hüppi. Geil, ey. Big City Life, ja. Ja, war's doch. Also das ist jetzt schon mehr Australien, wie man sich das vorstellt. Australier und ihr Bauschaum. Selbst diese Löwen hier am Eingang. Geil. schon wieder weg. Die waren auf der Straße. Guck mal. Wie seid denn ihr? Hallo. Wie sie das einfach gar nicht interessiert. Guck mal, die da. Eine verloren gegangen. Hey, Sweetie. Ich bin auf der falschen Seite. Hallo. Da ist ein kleines. Hallo. Da kackt eins. Hallo. Oh Gott, schöne Ohrringe. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf den Aufnahmen sieht, aber alle Bäume hier sind unten total schwarz verkohlt. Wir glauben, dass das dann also Buschfeuer war hier unten, was im Gras. Und dass die dann, ich muss gucken, dass ich ein bisschen Platz mache für einen Truck, was noch kein Roadtrain ist. Ja, also das sieht so aus, als ob dann hier so der Buschfeuer und kein Waldbrand, sondern dann unten alles verkohlt. Ich weiß nicht, ob es gut ist für den Wald, ob es schlecht ist für den Wald. Eben war so ein Baum, da ist auf jeden Fall der Blitz eingeschlagen, der ist so auseinandergeborsten und abgefackelt. Und ja, das ist wieder hier die Straße, das ist wieder die Route, wie man sie fährt hier. Voll geil, ey. Allgemein gilt auch, seitdem wir die Autobahn verlassen haben, es kommt dir wirklich fast kaum jemand entgegen. Auffahren auf irgendjemanden tut man nicht, irgendjemand hinter sich haben tut man nicht. Und das ist so ein bisschen für sich hier. Sehr entschleunigend.
aber nicht das Ausbett, Es hat ist sie nicht erklärt. das Outback, ist es auch nicht. Hier, das ist jetzt hier die Straße, wo wir lang müssen. Und ja, wir sind auf der Route Peoples. Guck, hier sind da noch andere Leute. Wir sind nicht die einzigen Bekloppten. Hier wohnen Leute. Hier wohnen Leute, genau, behind, vorne. Also wir waren die ganze Zeit noch alleine, aber hier ist auch nur SOS. SOS, ja, das ist unser Netz. Das ist kein Livestream. Ihr seht gerade keinen Livestream. By the way, bevor ich das nachher vergesse, wenn wir jetzt gerade schon hier so eine geile Straße fahren, wir haben diverse tote Kängurus jetzt am Straßenrand gesehen, auch ein Kota Koala. Und ich hatte 2 Bartagamen am Straßenrand gesehen. Die hab ich nicht gesehen. So. Die ganze Zeit nur Kühe. Ich sehe die ganze Zeit nur Kühe. Und die sind voll süß. Ach guck mal, da ist jetzt gleich nicht mehr so steinig, da wird jetzt wieder sandig, so dunkelrot. Ja. Es ist so krass. Und also, wir waren jetzt schon wieder, sobald es so ein bisschen bumpy wird, Alter, bricht die Karre sofort aus. Toyota, was ist mit euch? Also da lobe ich mir noch den Rappi, ey. Das hast du mit dem nicht. Hat auch ein anderes Fahrwerk, ist auch für was anderes gemacht, aber das wäre jetzt hier richtig spaßig. Aber es ist ja trotzdem nicht richtig, dass auf so einer Straße, wenn dann so ein Bump kommt, sofort das Ding quer geht. Also ganz ehrlich, auch was wir gerade am Anfang noch alles so hatten, ne? Das ist hier schon Fahren für Leute, die schon mal Auto gefahren sind. Jetzt ohne zu sagen, dass ich der Geilste bin, was ich bin, aber ist schon etwas anspruchsvoller hier zu fahren. Also mit dem Rappi würde ich hier freiwillig so ein bisschen gucken, dass der ein bisschen quer geht, aber mit dem hier traue ich mich keinen Meter quer zu fahren. Ja, das ist also ohne Spaß. Green Valley Farm. Dafür hat es sich gelohnt. Oh, hier ist nass gewesen. Warning, gravel road, surface conditions change often. Drive carefully. Was soll das? Ach so. Schulbus. Alles klar. Ja klar. Ja. Wie für die Hunde gibt es auch für die Kälber. Ist eine Baustelle. Stop. Boah, ist das weich. Das ist richtig weich. Rudi, warum machst du hier so weichen Sand? Machst du hier so weichen Sand? Sind wir hier am Spielplatz oder was? 80. Klar. Ich bin heilfroh, dass wir ein Allradfahrzeug haben. Fahrzeug. Ist gelb. Muss aufpassen. Ja, das sieht jetzt nicht aus. Ach, hier bauen die eine Brücke. Wir sind so. Ja, hier kommt jetzt eine Brücke hin. Da walzt er durch. Er bedankt sich auch. Jo, und das Ding, also da komme ich ja noch nicht mal dran vorbei. Was ist denn mit euch? Super. Ja, auf dem Schild vorhin stand auch, dass es Temporary Closure hier gibt, aber dass immer eine Spur frei ist. Ne? Ja, okay, aber unter welchen Conditions, Alter? Ich glaube, der wartet auf dich. Der fährt jetzt so. Ja. Fährt. Da würde ich jetzt auch nicht abfahren. Ja, wir kommen jetzt auch gleich auf der Seite wieder nicht weiter, weil da steht schon wieder. Nee, die Wo müssen wir denn hin? steht in der Mitte. Die steht in der Mitte. Vielleicht kommen wir da vorbei. Das ist ziemlich eng hier, ne? Hier passt es auf jeden Fall. Hier passt es locker. Ja, er reißt das auch gerade hier noch weich auf. Ja. Aber gut, da kriege ich auch schon wieder Gegenverkehr. Das ist natürlich doof. Oh Gott. Jetzt ist hier in den Sandkasten. Der ganze Arsch rutscht. Gut, dass du fahren kannst, ey. Also, auch wenn ihr nicht fahren könnt und in so eine Situation geraten solltet, ne? Das Allerwichtigste ist ruhig bleiben. Das ist das Wichtigste. Nicht irgendwas wild machen. Nicht wild Gas geben, nicht wild bremsen, nicht wild lenken, sondern
Alles ein bisschen bedacht und vor allem, was ist das denn schon wieder? Das ist, die Spur ist geschlossen. Da geht es nicht lang. Ist ja nicht für rein. Also einfach ruhig bleiben, gucken, machen, spüren. Spür das Auto, spür die Straße. Da saß gerade ein Vogel auf einer Kuh. Das ist, was ich dazu beizutragen habe. Alter, du kannst hier einfach diese Brücke runterfallen noch. Ja, lass sie doch, die Leute. Ja. Wenn sie da runterfallen möchten, dann würde ich sie gar nicht aufhalten. Ich bin gespannt, was jetzt in 500 Metern kommt. Wir müssen dann rechts. Ja, aber was passiert dann? Was hat Australien Vielleicht dann wieder für eine uns Straße. vorbereitet? Oh, das sieht irgendwie nicht nach einer Straße aus. Ich sehe noch nicht mal, wo das links und rechts sein soll. Das ist ja T-Crossing. Da ist, Da ist Asphalt, guck mal. das ist ja verrückt. Damit habe ich jetzt Auch nicht diese gerechnet. Felsen übrigens, das sieht aus, als ob die hier jemand drapiert hätte. Die gehen noch. Wir haben welche gesehen, die waren so komisch gestapelt. School Bus Route. Mhm. Die kommen auch von nix. Und jetzt wird es enger und Geschwindigkeit reduzieren. Ja, die sehen für mich drapiert aus. Was ist jetzt hier? Wo fahren wir jetzt hier drauf zu? Hier ist nur One Lane. Online. No Overtake. Weil hier war die andere Seite der Brücke. Ja, das war richtig. Der McDonald River. Ja, sieht auch schön aus, ne? Kann man nichts gegen sagen. Geil. Die normale Straße, die wir jetzt wieder haben, verlassen für eine Gravel Road. Und da lag natürlich wieder ein totes Wallaby. Das scheint wirklich einfach normal zu sein, dass das die Straße ist. Aber das kommt mit den Bergen und so der aus. Ja, das sieht jetzt hier aber beautiful aus, ne? Sag ich jetzt mal. Wir haben den Wald verlassen, nochmal mit riesigen toten Känguru vorbei, was auch halb auf der Spur lag, und jetzt sind wir wieder auf so einer richtigen Straße mit Menschen. Auch mal okay zwischendurch, um mal zu verschnaufen. Aber jetzt müssen wir mal gucken, hier, Graffiti. Ja, das ist Graffiti. Und sonst nichts zu tun, ne? Eigentlich müsste auch gleich die Überholspur kommen, aber der ist so breit, der braucht gleich nicht alles. Also bergab halt nicht vorankommen ist, das ist ein Schwertransport, das ist mit einem Radlader drauf, mit gigantischen. Spitzenmäßig, muss man die Aussicht filmen, tut mir leid. Jetzt gucken wir, was jetzt aufmachen. Ist da ein Koala drin? Musst du nicht mal abtauen oder so. Wo ist der Hund? Da. Tankstellenromantik. Kurz beigetankt und Pipi gemacht, Getränke gekauft, ein bisschen was Süßes gekauft. Das haben wir uns jetzt auch verdient. Haben nämlich immer noch 2,5 Stunden vor uns. Aber sehr coole Tankstelle, Truckies Dusche, Truckies Lounge. Die verkaufen aber auch Fried Chicken und Burger. Und mit so einem Bildschirm oben, das ist aus wie ein Burgerladen, aber wie auch ein Tante Emma Laden und eine Tankstelle. Ganz komischer Laden. Was machst du? Warum weinst du? Weil wir haben an der Tankstelle so süß gekauft. In der Tüte sind so fertige Gebisse. Haben wir da noch eins? Dann haben wir nie so was Lustiges gesehen. Hier. Der Bro. Der hat sich das reingetan. Ich verstehe das nicht. Und Zug, guter Zug. Meinst du, jetzt kommen wir mit dem Videomagazin?
Und ein neues Video aus Australien. Tolle Ziel, wie alle anderen Briten hier auch. So, kurzer Stopp mitten auf der Bundesstraße. Nicht, weil ich irgendein cooles Tier gesehen habe, was ich jetzt hier irgendwie begrabbeln kann, sondern weil Uschi ein Tier gesehen hat. Im Auto. Und dann in ihrem Arm. Hat sich gerade im Auto beim Fahren von einer Biene stechen lassen, die Frau. Ich glaube, die ist auf mich draufgekrabbelt, wo das Fenster gerade eben noch auf war. Das habe ich nicht gemerkt. Und dann saß sie wahrscheinlich in meinem Arm, habe ich den runtergenommen und dann hat sie halt gestochen, logischerweise. Ne? Ja. Ist jetzt tot. Ja, leider. Also, ja, armes Ding. Uschi tut mir auch leid. Nee, eigentlich nicht. So, weiter geht's. Natürlich, aber Nee, also da waren jetzt gerade direkt auf Straße 4 Kängurus in lebend. Das hatten wir jetzt auch noch nicht. Da ist nämlich wieder ein Totes. da ist ein Totes. Ja, die sind halt wie bei uns Rehe, die kommen zur Dämmerung raus und rennen auch auf der Straße. Ich glaube, man hat aber durch die Panik, die die Mietwagenbude macht und das, was hier nicht weggeräumt wird, ein verzerrtes Bild davon, wie viel jetzt hier über die Straße rennt und angefahren wird den ganzen Tag. In den USA hast du ja auch, also hatten wir das schon, dass super viele Rehe tot am Straßenrand lagen. Und ja, in Deutschland wird das, glaube ich, einfach nur halt super weggeräumt. Die saßen da gerade neben dem Feld. Es ist komplett weird, es ist, als ob Rehe sich als Kängurus so verkleiden, so karnevalsmäßig, weil du kennst halt die Viecher einfach nur aus dem Zoo. Und hier sind die einfach überall. Ja, weil die Area hier halt so aussieht wie bei uns so ein Feld einfach. Ja, genau. Hier sind Weinhänge, also Berge, nicht Hänge. Ja, crazy, ey. Wir sind übrigens 8 Minuten von unserem Ziel entfernt. Sind gerade noch, habt ihr gerade gesehen, nochmal über Stock und Stein gefahren. Und dann war dann auch die Straße könnte gesperrt sein, weil es gibt ja überall diese Flutwarnungen und so. Und weil du ja man baut die Brücken ja nicht oben drüber, sondern man fährt unten lang. Und dann gibt es ja die Höhenmarkierung und die Markierung geht bis 4 Meter. Damit du auch weißt, du fährst da nicht rein. Dann wird die wahrscheinlich auch gesperrt sein. Aber dass du dann auch noch mit dem bestätigst, das ist 4 Meter tief, das Wasser. So hoch kann der Fluss steigen. Das ist schon krass. Dann erstmal da geparkt. Wir wollten uns jetzt nicht hier hinstellen, falls hier jemand irgendwie seinen Raum hat. Moi, unser Raum. So, Uschi. Holen uns ab. Der Venti läuft schon. Ich hätte gewünscht, dass wir das Orange kriegen. Es gibt nur 2 von diesen Deluxe Rooms, die ich hier gebucht habe.
Cool. Alter, die Couch. Also, da hat auch eine Katze schon drauf gebaut. Das sieht so aus, ne? Es riecht ein wenig nach Curry. Es geht. Aber auch dann, guck mal, du hast ja nicht nur die große Couch und einen Tisch, sondern du hast hier nochmal einen großen Tisch und 2 Stühle. Endlich mal 2 Stühle. Microwave, Refrigerator, Schrank, Klima, aber Venti lief schon. Ja, auch gemütlich. Ach Gottchen. Da die Dusche, das Waschbecken ist ja sweet. Das Klo ist austauschfähig. Oh. Und hier bist du immer draußen. Ach Gott, da ist nur so ein Gitter oder was? Da oben? Ja. Offen, oder? Ja, das ist offen. Hä? Wieso macht man das denn in so einem Land? Richtig sweet, Leute. Gerade Blick in den Kühlschrank. Ja, jetzt tu mal Wasser und vorgekühlte Gläser. Das ist doch Liebe. Ey. Auch sonst super höflich und super lieber Dude beim Check-in. Wir sind ja in dieser Weinregion, die wir gerade eben schon mal auch erwähnt hatten. Und er hat gesagt, das ist so ein geiler Wein und der ist so toll. Und die exportieren ihn in die ganze Welt und den muss man auf jeden Fall checken. Ja, wir wollen keinen Wein trinken, wir sind also Biertrinker. Na, aber trotzdem. Und dann geht trotzdem dahin. Und das ist so das Ding hier wohl, auf jeden Fall. Aber wie in jeder Weinregion. Sogar ein Toaster. Ja, das ist mal. Hier kannst du auf jeden Fall länger bleiben, wenn du das als Motel nutzt. Das hätten wir gebraucht, wo wir die ganzen Tage am Stück da waren. Hätten wir da Toast, Wurst und so was gekauft. Übrigens, unsere komische Süßtüte hier, die wir gekauft haben an der Tankstelle, absolut widerlich. Alles schmeckt gleich. Es schmeckt alles nach Strandspielzeug. Es ist nicht essbar. Es ist voll die Blombenzieher. Also für Uschis Lachen mit dem Gebiss hat es sich gelohnt. Wenn wir euch noch eine kleine Freude gemacht haben mit den Fotos, die ihr entweder auf Insta gesehen habt, auf Facebook oder eventuell auch nur exklusiv ganz woanders, das verraten wir noch nicht, oder im Video und ihr hattet Spaß, dann ist es auch cool. Also das müssen wir eigentlich als exklusive Foto für etwas aufheben, was demnächst noch kommen soll, was schon länger geplant war mit anderen Sachen. Ach, da reden wir dann drüber. Ja. Wir kommen gerade erst rein. Wir haben halt nur ein paar Brezeln heute um den Weg gegessen und das Gummizeug ein bisschen. Müssen jetzt erstmal frühstücken, Mittagessen und Abendessen in einem kombinieren. Und das steppen wir jetzt hin, weil hier nebenan ist ein Hotel, die auch irgendwie einen Pub haben. Und das hier ist eigentlich eher ein Motel. Deswegen Motorhotel kann das Auto direkt vor der Tür so stehen. Ja, verfährst du auch mit offenen Fenstern. Oh nein, Junge. Jo, das so. Ich dachte, wir sind weiter weggefahren. Wieso? Oh, Einkaufs. Da stehen schon die Fässer vor der Tür. Das ist auch Willkommenskomitee. Auch hier wieder, das ist auch so ein kleines Örtchen. Die sehen aus wie Filmsets. Diese Häuser, die sehen aus wie Kulissen. Das ist ja irgendwie so eine Modern Western City irgendwie. Keine Ahnung, ey. Silverado Theater, sein Vater, ey. Aber nicht so runtergekommen wie in Südstaaten. So. Nee, es ist eine Freizeitparkkulisse oder Filmkulisse oder Kulisse. Das ist ab 18 hier. Wisst ihr, was ich meine und was ihr die ganze Zeit schon in den Aufnahmen gesehen habt? So, wir gehen in The Aussie Kitchen and Pizzeria. Ab 10 Uhr morgens bis spät. Egal. Aber es ist eine gute Zeitangabe. Das schreiben die überall. Hatten die Surfers Paradise auch. Every day tonight. Wir sind jetzt hier nebenan eingekehrt und haben auch schon das lokale Bier probiert. Sehr lecker. Jetzt haben wir uns Nudeln bestellt. Der Bro hat sogar auch Nudeln genommen. Ich habe natürlich mal wieder ohne extra Wünschen genommen. Ne? Ohne Zwiebel, ohne Bacon. Ohne extra Wünschen, nur mit extra Wünschen. Ja, ich habe ja halt dann korrigiert. Wenn ich erzählen soll, dann erzähle ich. Mein Bienenstich tut auch nicht mehr weh. Und wir essen jetzt. Deswegen brauche ich auch kein eigenes Kind. Ich habe eins. Und hier schreit eins. Ja, und das Schreien tut immer eins in der Nähe.
Entschuldigen Sie, haben Sie das bezahlt? So, Peoples, wir haben sehr lecker gespiesen. Oder auch gespeist. Aber irgendwie war es uns da jetzt, haben wir schon was erzählt? Nee, ne? Irgendwie war es uns da nicht gemütlich genug. Und wir haben hier ein echt gemütliches Hotel und davor kann man halt auch sitzen vor den Zimmern. Und deswegen haben wir uns jetzt dafür entschieden, uns hier ein paar Bier zu holen. Und zwar am, hier steht Liquor Store. Weil in Australien gibt es im Supermarkt kein Bier. Zumindest in den Bundesstaaten, in denen wir bis jetzt waren. Und sind. Und deswegen haben wir noch eben einen Liquor Store aufgesucht. Der war jetzt gerade direkt neben dem Supermarkt hier. Und haben da eisgekühltes Bier gekauft. Und setzen uns jetzt noch draußen auf 1, 2 Bierchen. Quatschen ein bisschen. Und was ich euch sagen wollte, richtig schlau. Free Wi-Fi hier in dem Motel, einfach an der Tür dran. Einfach so von innen dran geklebt. Das macht total Sinn. Und sonst noch irgendwelche Hinweise, die hier wichtig sind? Nö, außer hier nochmal, ob man alles mitgenommen hat, wenn man auscheckt. Alle Wertsachen. Ja, also kann man sich wirklich nicht beschweren. Badezimmer ist ein bisschen in die Jahre gekommen, würde ich jetzt sagen. Aber half so wild. Und vielleicht könnte man den Kühlschrank mal abtauen. Das Eisfach ist so, sieht aus wie eben das an der Tankstelle, wo man Frozen Meat kaufen konnte. Ja, der Bro ist jetzt gerade hier schon mal alle Cables am Einstecken. Das ist halt nicht so viel. Um Akkumulatoren zu beladen. Meine Docking Station muss ich auch noch rausholen. Ich nenne das immer so mein Ladeding, wo mein Apple Watch und mein Smartphone draufladen kann. Ja. Das ist unser Patronus hier heute. Eiskalt. Also das haben wir jetzt gerade in der Bar getrunken. Die letzten Tage haben wir immer Forex Gold getrunken. Jetzt haben wir mal dieses da ausprobiert und in der Bar und das war jetzt sehr refreshing und deswegen haben wir das nochmal mitgenommen. Ja, das ist unser Außenbereich. Der Bro zeigt euch jetzt unseren Außenbereich. Wir gucken auf einen Toyota Pickup. Und? Komm, man sitzt. Au, das ist Kaktus. Doch nicht? Kaktus? Werden wir so eine Spitze? Kaktus, Po? Oh, ich kann nicht sitzen. Ich guck mal. Ach, der Schatten hat es so krass gemacht. Nun ja, gute Nacht, Leute. Das war ein crazy Tag mit einem crazy Trip und wir sehen uns morgen wieder und dann geht's nach Sydney. Sydney. Wo müssen wir da hin? Welche Adresse brauchen wir in Sydney? P. Sherman 42 Waterloo Way, Sydney.